Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie soll das anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account. Mit Smokey, mit Hornet und natürlich... Ja, ich dachte, ich hätte was gehört. Aber gut. Und natürlich der männlichsten Farbe ever. Sakura! Ja, ich bin mir sicher, ich habe was gehört. Aber es könnten auch die Geister der Vergangenheit sein, die mich hier wieder heimsuchen. Aber gut, Spaß beiseite. Manchmal gibt es ja auch Schallwellen, die breiten sich 10 Jahre lang über den Globus aus und kommen dann im exakt perfekten Moment wieder in das Mikrofon rein. Ja, alles klar, gut. Okay, so, heute mal eine etwas eventuell kompaktere Folge, kürzere Folge. Aber dann noch ein bisschen was zu besprechen, so ein bisschen Plausch aus dem Leben oder so ähnlich. Irgendwas, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Ja, so eine Folge wird das. Also kocht in der Zwischenzeit vielleicht irgendwas Leckeres für euch oder weiß ich nicht. Wenn ihr eine Ausrede braucht, um eventuell mal den Staubsauger rauszuholen oder so, ne, dann ja. Macht doch, was ihr wollt. Gut, mit was fange ich denn an? Vielleicht das erste Thema, und tschüss, diese Karte spiele ich nicht. Vielleicht das erste Thema, KI, ja, künstliche Intelligenz in Bezug auf Schneedecken. Hier noch sehr moderat, aber ihr wisst ja, in einigen Ortschaften dieser Welt, da kam etwas mehr Schnee runter und es wird halt wirklich immer schwerer herauszufinden, ob ein Video wirklich echt ist, ja, oder halt durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde. Bei manchen ist es natürlich offensichtlich, ne? Aber ich meine mal so auf einem Handy, die Videoqualität ist jetzt nicht gerade überragend. Ja, da musst du dann schon genauer schauen. Aber will man das auch? Will man halt unbedingt jetzt jedes Video sich genau angucken? Aber egal, jedenfalls, manchmal hilft es auch einfach nochmal ganz kurz nachzudenken, ja? Weil da machten halt Videos die Runde, wo du dir so denkst, ey, das ist ja... Also, weißt du, das kann auch direkt aus irgend so einem Apokalypse-Film entstanden sein und von da kommen, ja, und nicht aus der realen Welt, weil das halt einfach so unglaublich aussieht, dass du dir denkst, so, nee, das kann doch nicht sein. Also, als würde da der schlimmste Wintersturm seit Menschengedenken stattfinden und noch schlimmer werden. Also, weißt du, manchmal muss man halt einfach vielleicht doch einmal den Kopf anschalten und mal kurz nachdenken. Vor allem auch, wie der Schnee dann da teilweise liegt, das wirkt so unnatürlich. Auch auf irgendwelchen Balkonen hast du dann so riesen Schneeansammlungen und du denkst dir so, nee, das kann doch nicht sein. Also manchmal hilft es einmal kurz nachzudenken, statt wie so ein Bot alles zu teilen, was irgendwie spektakulär aussieht. Ja, aber gut, auch das ging natürlich nicht an mir vorbei. Das Ganze sah schon... sagen wir mal so, die echten Videos, die aus dem Leben, ja, das war gut. Alles andere, das wirkte halt einfach so unnatürlich, ne? Aber okay, hat sich verbreitet. Scheinbar haben das auch irgendwelche, ich weiß nicht, Nachrichtensender oder so übernommen und dann darüber berichtet, weil, ja, die das auch unglaublich fanden scheinbar. Und dann mussten sie im Nachhinein einräumen. Oh, ja, sorry, da sind wir wohl auf irgendwelche Fakes reingefallen. Ja, kann ja mal passieren, ne? Ja, manchmal muss man wirklich ein bisschen drüber nachdenken, ne? Aber gut, nichtsdestotrotz, ne? Erstaunlich, klar. Und wenn du das jetzt halt nicht so reißerisch, sag ich mal, generieren würdest, als wäre da wirklich die Apokalypse losgetreten worden, ja, ich denke, dann kommst du damit ganz gut durch, ne? Wenn du das halt so ein bisschen übertrieben gestaltest. So ein ganz kleines bisschen, wo du dir denkst, ja gut, okay, wenn das Wetter sehr, sehr, sehr extrem ist, könnte das schon sein. Dann kannst du halt im Grunde alles irgendwie dann hinbiegen, dass man denkt, das ist tatsächlich so passiert. Und wie gesagt, vor allem, wenn halt sowieso die Qualität dann halt durch Videokomprimierung und sowas, ne, alles so ein bisschen darunter leidet, dann macht es das Ganze auch schwerer, da irgendwelche Ungenauigkeiten ausfindig zu machen, vor allem, wenn die irgendwo im Hintergrund existieren und du dir so denkst, so, ja, keine Ahnung, könnte jetzt auch die Kamera sein oder so, ne? Na gut, jedenfalls das, ja, fand ich schon ein bisschen skurril, was da dann so in meiner Timeline alles so drin war. Ansonsten natürlich der Pinguin, der auf die Berge zugerannt ist. Ich habe mich zuerst gewundert,
was das soll. Ich habe das Video einmal gesehen, direkt danach nochmal und nochmal und nochmal. Und ich dachte mir, bin ich jetzt in irgendeiner Endlosschleife gefangen? Was soll denn das? Hä? Bin nur ich das, der das hier sieht? Und jetzt wird es halt auch immer größer. Wobei ich weiß halt nicht, wie der Stand der Dinge ist, wenn das Video online ist hier. Ja, ihr wisst ja, ich nehme das alles ein bisschen natürlich im Vorfeld auf, damit ich hier einfach ein paar Tage schon im Voraus planen kann. Aber gut, egal. Jedenfalls, das ging auch nicht an mir vorbei, das ganze Thema. Und ich habe es ja versucht, ein bisschen aufzugreifen, ohne Erfolg. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Ich habe mir Mühe gegeben. Gut, ansonsten, eine weitere Sache, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr hatte. Boah, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, meine Güte, was erzählt der da? Was interessiert mich das? Deswegen habe ich euch gesagt, ja, macht in der Zwischenzeit vielleicht den Haushalt oder so und lasst euch im Hintergrund berieseln. Aber gut, die nächste Sache, eine Zeit lang wurden mir so, ich weiß nicht, ob das dann einfach wieder so ein Trend war, dieses ganze, sag ich mal, Dropshipping und so, ja. Ich weiß nicht, ob das halt dann wieder hochkam, aber eine Zeit lang wurden mir halt immer irgendwelche Produkte vorgeschlagen, wo du dir so denkst, so alles klar, du weißt ganz genau, ja, die kommen da irgendwo aus dem Großeinkauf und werden so vermarktet, als wäre das jetzt hier irgendwo in irgendeiner Garage von irgendeinem Enthusiasten entstanden, ja, der sich da viele, viele Monate und Jahre hingesetzt hat, um irgendwas zu machen. Oh, da komme ich noch auf eine andere Sache, aber erst einmal die. Und die Kernaussage oder die Quintessenz ist eigentlich immer, man muss sich einmal kurz zurücklehnen und mal darüber nachdenken. Das ist halt so das Wichtigste. Einfach mal wirklich darüber nachdenken, so, kann das so sein? Ergibt das Sinn für mich? Weil, da wurde halt so ein, ich mach's mal konkret, ja, so ein Keyboard vermarktet, so mit RGB und so weiter und so fort, ne? Und ich dachte mir so, okay, ja, ist ganz nett, okay, schön. Und dann bin ich mal auf die Seite gegangen und dachte mir so, da wurde es dann schon ein bisschen komisch. Da wurde es dann schon so ein bisschen komisch. Direkt ein Sale und so weiter und so fort und bam. Ne? Ich finde, wenn du das erste Mal auf irgendeine Seite gehst und direkt so zack, reduziert, da bin ich schon so ein bisschen verhalten. Da bin ich schon so ein bisschen so, okay, mal gucken, ja. Interessant, aber nicht jetzt so im Sinne von, jetzt muss ich zuschlagen. Also da nehme ich mich ein bisschen zurück. Naja, nichtsdestotrotz, natürlich das erste, was ich gemacht habe, gegoogelt, ja. Mal aufgemacht, das Ganze und mal geschaut, nach einfach so RGB-Keyboards und so weiter und so fort, dann halt auch nach dem Produkt selber und so. Und ja, dann wird die Sache auf einmal interessanter, sage ich mal, ne? Also an dieser Stelle auch für alle anderen Produkte, die man so sieht, wo man sich so denkt, so, okay, gut. Die halt aggressiv vermarktet werden, weißt du, die du halt auf einmal immer dann irgendwo siehst und so. Ne, bei denen, ja, vielleicht einfach mal überlegen, so, zahle ich hier vielleicht nicht einfach drauf? Zahle ich hier vielleicht nicht, sage ich mal, einfach übertrieben, das 10-fache, einfach nur, weil ich auf die Werbekampagne reingefallen bin und dann halt die extrem große Marge dann entsprechend von irgendeiner Person im Internet dann, im Grunde vorantreibe, rechtfertige und er sich dann freuen kann, dass er da irgendwie, sage ich mal, das Ding für 10 Euro eingekauft hat oder so, ne, und das Ganze dann entsprechend für viel, viel mehr verkaufen kann. Ja, also im Grunde, ne, heutzutage bei vielen, vielen Sachen gilt wirklich einfach mal Kopf einschalten, ja, mal ganz kurz das Hören reaktivieren und mal darüber nachdenken, ne? Ja, muss man mal sagen, ne? Könnte am Ende einem auch teure Fehler sparen und auch andere Produkte, wo du dir so denkst, manchmal ist die Story auch einfach wirklich, wirklich bescheuert, ne? Auch, was ich gesehen habe, angeblich irgendwelche Manufakturen, ja, irgendwelche Personen, die ihr Leben lang für irgendwas hart gearbeitet haben und irgendwas auf die Beine gestellt haben und mega die sag ich mal, Geheimtipps sind von irgendwas, und du denkst dir so, oh, jetzt ist hier so der Schlussverkauf, die Person geht, sag ich mal, in Rente oder was auch immer und jetzt müssen die letzten Teile nochmal abverkauft werden und dann guckst du dir das so an und denkst dir, okay, ja, die Person sieht sehr, sehr KI-generiert aus. Ja, das ist schon mal etwas, was ein bisschen suspekt erscheint. Ja, wenn
wenn die, keine Ahnung, 70-jährige Person, die jetzt in Rente gehen will, so aussieht, als wäre sie direkt aus Photoshop importiert worden, als wunderbare Vorlage, wie man es nicht machen sollte. Ja, da sollten schon die Alarmglocken läuten, aber es scheint ja zu funktionieren, ne? Dadurch, dass halt diese Werbung in allen möglichen Formen, Farben und Produkten daherkommt, scheint das ja zu funktionieren. Dass sich da Leute sagen, jetzt kriege ich hier wirklich irgendwie Qualität geliefert von irgendeiner tollen Manufaktur, hier um die Ecke am besten auch noch, ne? Die hier schön lokal produziert, irgendwo im stillen Kämmerlein werden da schöne Sachen hergestellt und jetzt möchte die Person endlich mal den Ruhestand genießen und dann gönne ich mir das und am Ende kriegst du halt dann wahrscheinlich so eine E-Mail-Bestätigung, so vielen Dank für Ihren Kauf, bla bla bla, wir haben das Paket jetzt übergeben an das Transportunternehmen und dann klickst du auf den Link und das kommt dann einfach vom anderen Ende der Welt, ne? Ja gut, okay, ja, vielleicht ist da halt so, sag ich mal, die Zweigstelle, ja, weil halt einfach so das Geschäft so gut funktionierte, dass man halt einfach expandieren musste, ne? Und dann kann es halt nur mal sein, dass man nicht so aus dem Hauptquartier bekommt, ja, sondern halt eben aus der kleinen Zweigstelle und die ist halt ein paar tausend Kilometer weiter weg, ne? Kann schon sein. Ja, nein, aber ich meine mal, klar, es gibt halt viele Sachen, ne, da denkst du dir so, weißt du, da sagst du dir automatisch, weil du halt natürlich auch mit dem Internet groß geworden bist, ja, und halt diese ganzen Werbungen und, weiß ich nicht, irgendwie hier, bam, jetzt bitte Antivirus starten und so weiter, weil ihr Rechner ist infiziert mit 100.000 Viren. Ja klar, wenn man das halt natürlich früher mitgemacht hat, ja, diese ganzen Werbungen, da ist man natürlich irgendwo ein bisschen immun dagegen, ne? Aber diese Leute sind ja auch nicht die Zielgruppe des Ganzen, ja. Es sind natürlich halt Leute, die schon etwas ältere Semester sind, ja. Die man da halt, um ihr Geld ein wenig erleichtern möchte. Weil das hatte ich halt, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, aber da stand ich jedenfalls an der Bushaltestelle und war ich auf dem Weg nach Hause vom Tierarzt. Und da war halt auch so ein älterer Mann und der hat mich dann halt gefragt, der war gerade an seinem Handy und hat mich gefragt, ob er hier was machen muss an seinem Handy und und ihm kam das auch schon komisch vor, ne, dass auf einmal sein Handy ihm sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, also hier irgendwie 60 Viren auf dem Handy, jetzt hier irgendwie Scan starten, kostenlos, sowas, ne? Gut, da habe ich ihm natürlich sehr gerne erklärt, dass er da nichts machen muss, ja, dass das so nicht funktioniert. Und dass er das gekonnt ignorieren kann. Aber, an diesem Beispiel sieht man ja, ne, wenn jetzt halt da niemand wäre und die Person ist so ein bisschen verunsichert und sich sagt dann vielleicht so, naja, gut, okay, im Zweifel, wer weiß, ja, und dann schließt du vielleicht ein teures Abo oder was auch immer ab, ja, oder eine sehr, sehr hohe Einmalzahlung. Ja, und hast halt nichts davon, ne? Außer ein bisschen Schlangenöl. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, deswegen da einerseits für die jüngere Generation KI-Videos, ja. Auch wenn es sensationell aussieht, aber manchmal muss man wirklich mal kurz darüber nachdenken. Ja, das sieht sehr unglaubwürdig aus oder man denkt sich so, boah, das ist ja krass. Und wenn man sich das fragt oder sich selber sagt, so, wow, das ist ja echt krass, vielleicht ist es dann doch ein bisschen zu wahr. Zu wahr, genau. Dann ist es vielleicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Es ist zu wahr, um schön zu sein. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja? Das jedenfalls so mal dazu. Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, so was mir im Kopf rumschwirrte. Und wir haben gar nicht wirklich über Tanky geredet. Wollen wir das noch machen oder wie sieht's aus? Ja, ich bin sehr verhalten, was Classic angeht. Okay, kommen wir auf dieses Thema. Ich bin sehr verhalten, was Tanky Classic angeht und ihr teilt's auch, ja. Ihr seid genauso gespannt wie ich, wie das Projekt noch weiter verlaufen wird in der nächsten Zeit. Und ja. Nichtsdestotrotz, ich finde es schön, dass ihr euch das, dass ihr euch das antut, dass ihr euch das anguckt. Sogar mehr als Tanky Online, das finde ich, ich weiß nicht, ob ich mich hintergangen fühlen soll.
Oder geehrt. Nee, aber nein, es ist schön zu sehen, weil ich habe es ja schon mal gesagt, ja, der erste Teil, das erste Video zu Tanky Classic, das ging ab und das nächste und also im Grunde, ich glaube bis jetzt halt alle, ja, die wurden von euch deutlich öfter angesehen und ich finde das schön, das freut mich sehr, aber ich bin ja auch gespannt, was das, wohin es natürlich halt mit Tanky Classic geht und ich weiß halt auch nicht, wenn das Video hier online ist, ob es da irgendwelche neuen Informationen gibt, ne? Ich habe das ja in diesem einen Video angesprochen, dass da die Überlegung im Raum ist, vielleicht den Early Access auch für die Käufer des ersten Pakets freizugeben, um halt einfach die Spieleranzahl zu vergrößern. Vielleicht kommt das demnächst durch, eventuell ist es schon durch oder beschlossene Sache, so das weiß ich nicht, ne? Aber das würde dem Ganzen, oder sage ich mal der Testphase, nochmal gut tun. Das würde der Testphase gut tun, da einfach mehr Spieler zu haben, weil ein oder zwei halb gefüllte Schlachten, das ist natürlich nicht viel, ne? Und das merkt man auch, ne? Das geht halt... Oh weia, oh weia, oh weia. Kriegen wir das hier hin? Ganz langsam, ganz langsam. Oh, wir sind durch. Ja, alles klar. Alles klar. Wir sind zwar durch, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus hier. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, keine Sorge. Wir sind hier... Er versucht es, ja, er versucht so den Winkel zu finden. Oh, er hat den Winkel gefunden. Er versucht den Winkel zu finden, aber... Ah, schade. Sehr, sehr schade. Zu viel Schaden, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Er versucht's. er hat's auch hinbekommen. Ach Mensch. Kriegen wir den noch? Ja, falschen getroffen. Das war's. 1-0 für die Gegner. Herzlichen Glückwunsch. Die haben aber auch hier viele, viele Minen hingelegt. Ach, Team. Ja gut, okay. Ich muss hier keine... Ich habe 2-8. Nee, das ist nicht gut. Ich muss hier mal schön leise sein. Ja, aber es hätte ja klappen können, ne, dass ich da so gut durchkomme. Vielleicht. Wäre schön gewesen, aber gut. Das wurde ja leider nichts. So. Aber vielleicht ja gleich. Oh. Bloß nicht hier über die ganzen Minen fahren. So. Hier lagen doch bestimmt auch noch welche, oder? Da liegt eine. Hier lagen doch auch noch. Ja. Aber hier keine mehr, ne? Da sind keine mehr. So, wer hat die gelegt? Du da? Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir den ja noch irgendwie. Oh, der hat aber auch eine riesen Reichweite mit Tesla gefühlt. Und natürlich, wenn er noch einen Easy da im Hintergrund hat, dann kann ich da auch nicht viel ausrichten. Ja, okay, komm, dann gehen wir einfach so auf andere Leute. Das wird nichts. Also versuchen da irgendwie durchzukommen. Was bringt das mir? Wenn halt am Ende sowieso keiner irgendwie von unten fährt, dann ist das ja auch egal. Und außerdem, wir sind hier sowieso am Verlieren. Daher ist das alles nicht so wild. Ja, vielleicht ja den hier noch. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Schade, das war zu viel Schaden. Ich könnte natürlich noch meine Schutzmodule entsprechend anpassen an die Gegner, aber ja, weiß ich nicht. Bringt hier wahrscheinlich fürs Endergebnis nicht viel, höchstens für meine persönliche KD, aber damit werden wir hier den Sieg auch nicht mehr bekommen. Schade. Ja. Da haben uns die Gegner einfach komplett auseinandergenommen. Ja. Aber wir nehmen die Gegner auch auseinander, ne? Wenigstens, alles klar, die Gegner nehmen uns auseinander. Ja, man kann es ja mal versuchen. So, vielleicht ja jetzt. Wo ist er denn hier? Ja, Railgun-Schutz, ne? Railgun-Schutz wäre vielleicht ganz gut. Einfach mal gucken. Boah. Der will aber auch nicht aufgeben, ne? Schade. 50% Smokey ist natürlich eine Ansage. So. 5 Leute mit Smokey-Schutz.
Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt unbedingt nehmen soll. Das sind halt sehr, sehr viele unterschiedliche Waffen, die sie hier haben. Ja. Was habe ich denn überhaupt? Naja. Gut. Bringt mir nur so semi etwas. Meine Güte. So, 500 Schaden, das ist nicht viel. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Der wird mir die ganze Zeit rot markiert, aber nicht ein Schuss trifft ihn. Boah. Das ist doch schon wieder richtige Grütze. Wie schnell der hier wieder schießt. Jo. Junge, Junge, Junge. 6:16. Das sieht echt schlecht aus. 3:0 für die Gegner. Herzlichen Glückwunsch. Kann sein, dass mein Internet abgeschmiert ist. Ich würde sagen, ja. Tja, da muss ich mir die Schmach hier auch nicht mehr antun. So, bin ich jetzt mal wieder da? Hallo? Nein. Ich meine, man lasst mich hier wenigstens nochmal das Ende hier miterleben, wie wir komplett untergehen. Aber egal, der Captain geht immer mit dem Schiff unter. So, und damit hat sich die Sache, denke ich mal, auch gleich erledigt. So, 0:5 verloren, wunderbare Sache, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Vielen Dank an das Team, vielen Dank an mich selber. Mit 6:17 war ich hier wirklich einer der Besten. Nicht? Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Macht es gut oder auch besser. Renion ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein. Ciao, ciao.